Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann heute bei uns zu Gast Roman Kmenta. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, Roman, dass du heute bei uns bist und wir freuen uns schon auf das spannende Gespräch. Bevor wir dir gleich die Möglichkeit geben, dich unseren Zuschauern selbst vorzustellen, wollte ich noch mal ganz kurz das Thema auch umreißen, worüber wir heute sprechen. Also es ist ja so, dass immer mehr Menschen jetzt ihre Zukunft noch mal selbst neu definieren, gestalten wollen. Gerade und am Hintergrund der letzten 2,5 Jahre Pandemie, viele Eltern sind damit konfrontiert worden, also sie müssen vielleicht sowieso ihre Kinder zu Hause unterrichten, manche sind damit gut klargekommen, manche sind weniger gut klargekommen, aber man hat einfach gesehen, also es gibt Möglichkeiten, viele haben im Homeoffice gearbeitet und haben da auch die Vorteile, vielleicht auch Nachteile davon entdeckt, aber jedenfalls viele denken jetzt nochmal neu nach, auch gerade weil sich ja einiges auch an Lebensbedingungen verschiedene andere Dinge auch verändert haben, fragen manche, kann ich meine Zukunft doch nochmal selbst in die Hand nehmen, so wie es auch der Sebastian auf der Seite Wohnsitz Ausland so schön sagt, ne? Nochmal selbstbestimmt, nochmal einen Plan B sozusagen zu verfolgen. Und jetzt gibt es immer mehr. Wir reden jetzt speziell über Deutschland, Österreich, Schweiz, ganz speziell Deutschland, Österreich, Menschen, die sich auch fragen, muss ich eigentlich in Deutschland wohnen bleiben? Und wir stellen dafür auch auf unseren eigenen Webseiten, Wohnsitz Ausland, eine ganze Reihe interessanter Länder vor. Aber damit jemand wirklich ausflaggen kann und in sein Wunschland zieht, braucht er dort natürlich auch Einkünfte. Und jetzt gibt es so die 3 Klassen von Personen. Die einen, die haben ihre Einkünfte schon gemacht. Also die sagen, das Geld habe ich jetzt. Ich suche mir jetzt nur ein Land, wo ich es ausgebe. Und dann gibt es andere, die sagen, ich möchte umziehen, ich möchte jetzt mich nochmal verändern, in mein Wunschland ziehen. Und jetzt plötzlich sich damit konfrontiert stehen, wie kann ich denn mein Einkommen, also mein Business, ich bin vielleicht Angestellter im Steuerbüro, Rechtsanwaltskanzlei, wie auch immer, so wie geht denn das? Ich kann jetzt in ein anderes Land ziehen und dann dort plötzlich mich wieder einstellen lassen, da fehlt mir vielleicht die Zulassung und so weiter und so fort, die Sprache etc. Also wie kann ich mein Business oder meinen Beruf jetzt digitalisieren? Und dann gibt es noch so den Creme de la Creme Wunsch sozusagen. Noch besser wäre es natürlich, ein passives Einkommen zu haben. Das heißt, ich gehe in ein anderes Land und während ich da einfach so lebe, schüttet mir irgendeine Investition, ein Business, ein Geschäft, was ich aufgebaut habe, monatlich halt Dividenden aus. Das wären so die Grundbedürfnisse, die auch unsere Mandanten, viele Kunden von uns immer wieder an uns herantragen. Und deswegen freuen wir uns, heute einen Spezialisten eingeladen zu haben, nämlich dich, Roman. Und stell dich doch aber jetzt mal generell unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Ja, hallo, mein Name ist Roman Kmenta. Ich bin Österreicher, wie man vermutlich hört, wohne ein Stück südlich von Wien und beschäftige mich Tag ein, Tag aus mit dem Thema Geld im unternehmerischen Sinne. Das heißt, ich unterstütze meine Klienten, das sind One-Man, One-Woman-Shows bis hin zu Konzernen dabei, besser, mehr, schneller, einfacher Geld zu verdienen. Das ist so das Thema. Es hat natürlich sehr, sehr viele Facetten und ich mache das einerseits als Berater, als Trainer, als Coach, als Vortragsredner, wenn denn die Bühnen wieder größer werden, jetzt schon langsam, und sehr viel auch in den letzten Jahren als Buchautor. Und ja, man findet mich, wer mehr wissen möchte, unter www.romankmenta.com. Klasse, vielen Dank. Jetzt, Sebastian, du hast ja auch sehr viel mit so Menschen zu tun, Mandanten zu tun, die gerade jetzt in andere Länder, ins Ausland ziehen wollen. Mit welchen Fragen oder Problemstellungen wirst denn du dort konfrontiert? Welche Sicht hast du auf das ganze Thema? Ist eine sehr gute Frage. Wir sind natürlich laufend hier mit Mandanten konfrontiert, denen es genau um dieses Thema geht, ja. Und die oftmals auch nicht genau wissen, wie sie das dann konkret anstellen sollen. Ich habe erst heute
ein Beratungsgespräch gehabt. Da war die Mandantin eine Beraterin, die hat Unternehmen beraten im Bereich der Nachhaltigkeit. Und habe sie gefragt, naja, also jetzt wollen Sie nach Paraguay umziehen. Können Sie denn dann auch von Paraguay aus die Beratung über Zoom oder anderweitige Medien machen, über Telefon, was weiß ich was? Hat sie gesagt, nein, kann ich leider nicht machen. Ich gehe da immer vor Ort in die Unternehmen und mache das dort. Und das Business ist also somit, wenn ich nach Paraguay gehe, dann gestorben. Ja, und das ist natürlich schade, weil eigentlich will sie nicht, dass es stirbt, sondern sie will es eigentlich gerne weitermachen. Aber sie weiß natürlich nicht, wie das konkret funktioniert und was sie da jetzt konkret machen muss, damit diese Beratungstätigkeit auch in Zukunft zum Beispiel anderweitig remote oder so gemacht werden kann. Und gerade in den Köpfen vieler Mandanten ist es so, naja, die Deutschen sind so anspruchsvoll, die Österreicher sind so anspruchsvoll. Wenn ich da sage, ich gehe jetzt nach Paraguay und mache in Zukunft über Zoom, dann werden das mit Sicherheit nicht akzeptieren. Also diese Thematik, gerade in einem dienstleistenden und beratenden Beruf hier die Tätigkeit mehr oder weniger mitzunehmen ins Ausland, ist natürlich was wir uns laufend mit konfrontiert sind bei Mandanten. Manche haben das bereits natürlich dann rausgefunden, die wissen, wie das geht. Aber für viele ist es tatsächlich eine Herausforderung und oftmals ein unlösbares Problem. Ja, wie siehst du das, Roman? Ja, es hängt natürlich davon ab, was man tut, wobei ich sage, gerade in der Beratung ist es ja noch relativ leicht, das aus der Ferne zu machen, digital. Anders wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, Autoschwengler wäre oder irgendwie sowas, oder Putzfrau oder Reiniger, also was auch immer, Fotograf auch schwierig. Ja? Der kann natürlich schon vor Ort dann fotografieren, aber quasi über Zoom fotografieren, ja, könnte ich mir etwas schwierig vorstellen. Ich glaube, dass das Problem sehr oft noch in den Köpfen der einzelnen Personen ist. Das heißt, in dem Fall vielleicht bei der Beraterin, die sagt, na, meine Kunden akzeptieren das nicht. Ich habe festgestellt, dass gerade, also vor 3 Jahren hätte ich denen noch was abgewinnen können. Beratung nur über Zoom und so. Inzwischen, behaupte ich mal, ist das nicht gar kein Thema mehr, aber ein sehr untergeordnetes. Also ich behaupte, es geht. Heutzutage ist es überhaupt kein Thema, auch Kundengespräche, auch Erstkontakte sagen, ja, wir machen uns einen Zoom-Termin oder einen Teams-Termin aus, wird von jedem, ohne mit der Wimper zu zucken, akzeptiert. Da glaube ich, gerade diese Berufe, die irgendwie beratend sind, da geht es noch relativ einfach. Ist jetzt vom Typ, also muss man jetzt Unternehmertyp sein für sowas? Oder du hast ja jetzt eine ganz viel Erfahrung und du coachst ja eine ganze Reihe von Leuten. Gibt es denn da jetzt irgendwas, wo du sagst, also das muss jetzt jemand mitbringen, wenn er vorhat, entweder sein Business oder seinen Beruf zu digitalisieren, damit er ihn von überall ausüben kann? Muss ich da Eigenschaften mitbringen oder gibt es auch aussichtslose Fälle, wo du sagst, also wenn du so ein Typ bist, dann lass die Finger davon? Naja, es gibt, mal abgesehen vom Beruf, aber es gibt vom Typ her sicher immer Leute, die für irgendetwas besser und schlechter geeignet sind. Ich glaube, es sind 2 Schritte. Das eine ist, geht es um jemanden, der noch gar nicht Unternehmer, selbstständig ist, dann ist die, glaube ich, sehr große Hürde. Und dann gibt es die kleinere Hürde, da ist jemand schon selbstständig oder Unternehmer, aber noch sehr, sehr analog unterwegs und muss quasi diese digitale Hürde meistern. Das ist für viele auch eine größere, abhängig davon, vom Alter und von der Erfahrung und wie man groß geworden ist. Und ja, diese digitalen Hürden sind für viele, die vielleicht schon mehr Lebenserfahrung haben, durchaus eine Hemmschwelle, ja, sehr oft. Da wird oft auch da gibt es oft so prinzipiellen Widerstand, also so quasi, diese ganzen Social Media oder das ganze Digital, das sind ja immer noch Menschen, um die es geht und so, wird da quasi als Ausrede vorgeschoben. Aber das sind die 2 Hürden. Die größere ist dennoch, glaube ich, die überhaupt mal ein Unternehmen zu gründen. Ich kann mir vorstellen, wenn man das kombiniert mit, ich gehe jetzt ins Ausland und gründe gleichzeitig das Unternehmen, dann ist die Herausforderung natürlich größer, wie wenn ich sage, 2 Schritte, ich gründe mal ein Unternehmen, mache das mal hier vor Ort, stelle das möglichst gleich digital auf, weil dann ist die Übersiedlung ins Ausland nur noch eine private Umwelt- und steuerliche Geschichte, weil ob wir jetzt hier sitzen, ob ich jetzt in Österreich sitze oder in Portugal oder irgendwo ist recht egal. Also ich glaube, wenn jemand noch nicht Unternehmer ist, dann sollte er wahrscheinlich versuchen, das in 2 Schritten zu tun. Zuerst Unternehmer und dann auswandern. Ist leichter.
Also ich stimme dir zu. Also ich meine, ist ja heute natürlich so, wenn man heute ein Unternehmen gründet oder auch jetzt zwangsläufig letztlich während der Pandemie und die ganzen Lockdowns ein Unternehmen umstrukturieren musste, dass jetzt jeder von zu Hause aus arbeitet, ja, dass man jetzt auch mit virtuellen Arbeitskräften arbeitet und letztlich gar nicht mehr zusammen in einem Büro sitzt, ja, und diese physische Nähe hat, sondern diese Nähe im Grunde ersetzt durch Tools wie Zoom oder irgendwas anderes, irgendwelche Chat-Plattformen. Und man kann das erfolgreich, man kann diese Umstellung erfolgreich machen, was viele Mandanten natürlich können. Also wir reden heute mit Mandanten, gerade so im Bereich, jetzt sage ich mal Software, wo es ja ohnehin so ist, wo ja dann zusätzlich zu der Pandemie noch das Problem dazu kommt, dass man die Ressourcen, selbst wenn man jetzt ein Büro hätte, gar nicht findet, um sie da reinzustecken, weil die so selten und so schwer zu bekommen sind. Dann ist man natürlich in einer guten Position, ja, weil dann ist man im Grunde, wie du schon gesagt hast, dann ist ja letztlich egal, ob man jetzt in einem Land sitzt oder auf verschiedene Länder verteilt ist. Und insofern stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also die Pandemie hat auf jeden Fall geholfen, dadurch, dass sie es erzwungen hat, ja, dass wir jetzt alle letztlich gar keine andere Wahl hatten. Entweder man macht so oder man geht unter, ja. Dass da schon ein Umdenken stattgefunden hat und viele auf einmal gesehen haben, das geht ja eigentlich ganz gut, ja. Also gut, ich meine, es gibt natürlich Personen, die sind absolut nicht dafür geeignet, die wollen gar nicht von zu Hause arbeiten, die sind ganz gerne im Büro und haben diesen Watercooler-Chat, ja. Aber viele finden das natürlich absolut auch angenehm. Ja. Also ich meine, gerade wenn man in einer Großstadt wohnt wie London, muss man nicht jeden Tag 1,5 Stunden reinfahren, ja, spart jede Menge Zeit, macht ja niemand gern. Also wir kennen das auch in den USA, gerade dort, ja. Wo jetzt ja gerade die Städte, die dann 2-3 Stunden außerhalb der Großstädte sind, ja auf einmal sehr teurer werden im Sinne von Immobilienpreisen, weil natürlich viele dorthin ziehen wollen. Ja, absolut. Absolut. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt ein Klient von dir, ein künftiger Klient. Sag jetzt, Herr Kmenter, ich habe vor, nach Thailand auszuwandern oder ein anderes Land und ich mache jetzt Tätigkeit zum Beispiel als Ernährungsberater oder als Steuerberater, als Rechtsanwaltsassistent zum Beispiel, muss ja nicht gleich Rechtsanwalt sein. Und jetzt kennt man so aus so diesen berühmten amerikanischen Büchern so die 7 Wege zum Erfolg zum Beispiel oder die 7 Schritte zum Erfolg. Hast du auch sowas? Also ich habe jetzt so die 5 oder die 7 Steps. Also das wäre ja so dein Fahrplan und dann coachst du jemanden, nimmst jemanden an der Hand und sagst, geht das bitte so an. Also wie würdest du jetzt mit mir umgehen als dein Klient? Also bei mir sind es 8 Steps, aber das ist natürlich alles, je nachdem, wie man es clustert, klar. Ich würde mit dir als Klient grundsätzlich nicht anders umgehen wie mit einem Klienten, der jetzt sagen wir, in Österreich oder in Deutschland sitzt und auch da bleiben möchte. Wenn es um Business aufzustellen, dann brauche ich halt immer irgendwie wie beim Hausbau ein Fundament und dann kann ich die Wände aufstellen und dann kann ich irgendwo das Dach draufsetzen. Fehler, der oft gemacht wird, es wird zuerst über das Dach nachgedacht und über den Schornstein und über die Art der Dachziegel, bevor noch das Fundament steht. Und zum Fundament gehören, ohne jetzt alle 8 Schritte aufzuzählen, aber gehören vor allem so Dinge auch, was ist denn mein Geschäftsmodell und wer ist meine Zielgruppe? Was kann denn das heißen? Wenn ich jetzt, sagen wir, ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt gar nicht so leicht. Warum? Weil es ja in jedem Land unterschiedliche Bestimmungen gibt oder auch Steuerberater. Und das ist in Thailand wahrscheinlich anders als in Deutschland oder Österreich. Aber das birgt natürlich auch Möglichkeiten. Ich kann mich ja spezialisieren auf genau das, nämlich die Menschen, die in Thailand und in Deutschland sitzen und miteinander Geschäfte machen wollen, verbinden. Da gibt es ein deutsches Unternehmen, das in Thailand Kunden hat oder sich in Thailand eine Niederlassung aufstellen will, oder andere Leute, die ausgewandert sind nach Thailand und die auch Beratung brauchen. Man macht eine Kooperation mit einem thailändischen Steuerberater und so. Also da gibt es eine Menge spezieller Möglichkeiten. Und ich würde mich Schritt 1 mal da eine ordentliche Positionierung machen und sagen, was ist denn überhaupt? Positionierung gehört dazu, dass die Zielgruppe, mein Geschäftsmodell und dann auch in dem nächsten Schritt, welche Art von Produkten biete ich an. Und unter Produkt verstehe ich halt
alles, ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder ein physisches Produkt, würde ich mal ganz offen lassen, weil irgendwas brauche ich ja dann, um zu verkaufen. Genau, also das. Oder ich könnte natürlich auch so tun, als ob ich gar nicht in Thailand wäre, wenn ich jetzt wirklich Rechtsanwalt bin und sagen, naja, dann machen wir halt alles über Zoom. Das wird bei einem Anwalt ja wunderbar gehen, aus meiner Sicht. Ja. Ob der mich berät aus Thailand oder aus Deutschland, wenn er sich im deutschen Recht gut auskennt und ich in Deutschland bin, dann ja, wäre das relativ problemlos. Aber das würde ich so wie mit jedem anderen Kunden auch tun. Also erstmal so Positionierung, Geschäftsmodell, Zielgruppe und dann Produkte. Das ist so wichtige Teile vom Unterbau. Ja. Genau, also ich meine, es ist natürlich, wir müssen bei diesen Sachen, jetzt wie Anwalt und Steuerberater, ist ja das gleiche wie Arzt im Grunde ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich dort die Zulassung ja dann immer auch am Wohnsitz irgendwo hängt. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, wir kennen natürlich deutsche Anwälte, die dann im Ausland sind, im Grunde dann nicht mehr als, ich sage jetzt mal, als Rechtsanwalt praktizieren, sondern eben als Rechtsberater einfach auftreten, das natürlich auch so offen so sagen und sagen, also ich bin zwar deutscher Jurist, ich bin Volljurist, ich habe das studiert, ich war früher zugelassen in Deutschland, bin dann ins Ausland weggezogen, hatte keine Zulassung. Ich bin jetzt halt nur noch Rechtsberater. Und ich meine, oftmals, und das ist vielleicht noch was du bestätigen kannst, Roman, oftmals ist ja auch gerade in der Außendarstellung die eigene Story dann sehr wichtig und wie selbstbewusst und glaubwürdig man das auch nach außen vertritt. Ja. Und man kann aber einen positiven Spin immer finden. Ja. Also man kann sagen, okay, dafür sind jetzt meine Rates 50% günstiger als ein Anwalt, der dann auch noch die und die Versicherung, weiß heißt nicht, was alles bezahlen muss und so. Ja. Und also da gibt es ja einen guten, ich will jetzt nicht über günstige Rates reden natürlich, aber also da gibt es immer einen guten Spin, der man machen kann. Ja, oder eben die Situation zwingt mich dazu, weil ich vielleicht dann keine Zulassung mehr habe in der Situation, zwingt mich dazu umzudenken und ich könnte vielleicht entweder Produkte entwickeln, die schon was mit Recht zu tun haben, keine Ahnung, Standardvorlagen für AGBs, für jede Branche, für die Kunde von mir macht. Ja, die haben so ein sehr nettes Produktpaket gemacht, quasi die haben so fixfertige AGBs für Druckereien, also sehr speziell, und das könnte ich natürlich für alle möglichen Branchen machen und die einfach verkaufen, was uns dann auch schon wieder so ein bisschen Richtung Passiveinkommen bringen kann. Oder wird es auch geben, ich denke mir, ich wollte Juristerei ohnehin schon lange in den Nagel hängen und mache jetzt ganz was anderes, züchte Mangos in Thailand oder irgendwie sowas. Ja. Geht dann natürlich auch, ja klar. Mhm. Jetzt wenn man jetzt, du sagst, du hast 8 Schritte, die man jetzt so beschreiten sollte, bis man dann vielleicht erfolgreich an seinem Ziel angekommen ist und sein Business digitalisiert hat, etabliert hat. Viele neigen jetzt dazu und sagen, ich kriege das selber hin. Also wir haben gerade von AGBs und sowas und von Verträgen gesprochen. Es gibt ja Leute, die sagen, also bevor ich einen Anwalt nehme, kriege ich alles selber hin, da suche ich mir was im Internet zusammen, nehme das dann, setze da meinen Firmennamen rein. Also diese Selbstmach-Mentalität, also in Deutschland ist es sehr, sehr verbreitet, man will das alles irgendwie selber machen. Und aber jetzt aus deiner Erfahrung, in welchem Bereich siehst du denn gerade so eine Hilfestellung, wie du sie anbietest als Experte, als essentiell? Das heißt, also wenn wir dort eingreifen, wenn dort jemand auch Hilfe von einem Coach, von einem Experten wie dir nimmt, dann hat er mehr Garantie, erfolgreicher zu sein. Also wo siehst du jetzt, was man vielleicht wirklich selber machen kann, wo du sagst, hier ist meine Kernkompetenz, hier greife ich ein, hier biete ich wirklich Hilfestellung? Also das Thema ist ja nicht das Know-how, ist nicht die Information. Information gibt es endlos, rund um die Uhr, 24/7, online, auf Video, als Podcast, als alles. Im Buchform, ich habe selber sehr, sehr viel geschrieben. Man kann fast alles, was ich so von mir gebe, in meinen Büchern lesen und die kosten halt ein paar Euro, aber es ist jetzt kein großes Invest. Daran mangelt es nicht. Es ist die Umsetzung dann, wo die Leute dran scheitern. Und ich sage mal, je länger ich das tue, was ich tue, umso mehr komme ich drauf, ich muss noch mehr Formate anbieten, wo ich die Leute im besten Sinn des Wortes zur Umsetzung zwinge. Quasi. Weil, Beispiel, ja, ein Buch zu schreiben oder ein Buch zu haben, wo ich als Autor draufstehe,
ist erstens mal so ein Lebenstraum von vielen Menschen, aber macht ja auch unternehmerisch viel Sinn, weil ich ja, wenn ich jetzt, bleibe mit dem Steuerberater, wenn ich jetzt ein Buch habe, das ich geschrieben habe, dann ist das natürlich eine wahnsinnig tolle Visitenkarte und erhöht meinen Marktwert deutlich. Und jetzt kenne ich sehr viele Leute, die das machen wollen, aber das schon über Jahre irgendwie vor sich herschieben. Und das heißt, wann würde ich empfehlen, Coach zu nehmen, wenn es schneller gehen soll? Nicht so sehr wegen des Know-hows, schon auch. Ja, ich kann natürlich alles Mögliche über Positionierung lesen und kann mir dann überlegen, ja, wie kann ich mich denn positionieren jetzt in dieser Situation? Aber das kann man auch bei mir nachlesen, nicht das Thema. Nur es braucht dann oft jemanden, der Feedback gibt und sagt, ja, die Positionierung, ja, könnte, aber hat dort Haken und Ösen. Also ich brauche quasi den Sparringpartner von außen. Und ich glaube, dafür erstens ist ein Coach gut oder ein Berater. Und zweitens, um schneller zu sein, um nicht alle Fehler selbst machen zu müssen. Gibt es Leute, die das alles in Eigenregie auf die Reihe kriegen? Natürlich, klar. Die sind sehr eifrig, sehr selbstmotiviert, ziehen sich alles rein, was sie zu lesen und zu hören kriegen und treffen die richtigen Entscheidungen. Ja, klar. Es geht halt mit weniger Fehlern und schneller zum Ziel, wenn man sich von außen Berater nimmt. Mache ich ja auch, wenn ich ein neues Thema angehe. Ich habe jetzt zum Beispiel seit Anfang Februar habe ich begonnen und gesagt, TikTok wollen wir machen jetzt. Okay, da denken ja die meisten noch, um Gottes Willen, TikTok, da wird gesungen und getanzt, das sind die ganzen Kids. Stimmt nicht mehr. Ich habe jetzt den ersten Firmenauftrag über TikTok erhalten dieser Tage. Also es ist durchaus schon eine Business-Plattform, entwickelt sich. Und ich habe gesagt, ich will das gleich von Anfang ordentlich machen, haben wir einen Coach genommen für ein paar Stunden. Wir haben TikTok aufgestellt und funktioniert. Ja, Aufbau ist ein paar Monate, funktioniert wunderbar. Und es wäre nicht annähernd so gut und so schnell gegangen, wenn ich selber herumgedoktert hätte. Ich hätte zu viele Fehler selber machen müssen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ja. Und natürlich, ich meine, deine Mandanten oder deine Kunden profitieren ja auch, deine Klienten, von allen Erfahrungen, die du bereits gemacht hast mit so und so vielen anderen Klienten. Ja, also im Grunde sind die da nicht mehr nur, da ist dann ja ein geballtes Know-how von so und so vielen Unternehmen, auch von Erfolgen und Misserfolgen. Ja. Und das ist ja auch was man sehr gut mit einem Coach besprechen kann, weil man sitzt ja oft dann sonst alleine da und spekuliert, was funktioniert jetzt, und der Coach kann sofort sagen, ja, da habe ich schon 5 andere Leute, die haben das probiert, das funktioniert absolut nicht, oder das funktioniert dann und dann. Ja. Oder auch des Öfteren Ideenquelle von außen. Ich brauche irgendwie eine Idee zu irgendeinem Punkt, und da bin ich zum Beispiel sehr, sehr gut im Ideen kreieren. Das schüttle ich so locker aus dem Ärmel, wo sich manche doch schwer tun. Schön. Ja, jetzt, wie funktioniert das jetzt? Also wie kann ich mir das trotzdem genau vorstellen? Also ich komme jetzt zu dir und sage also, wie nehmen Kontakten üblicherweise oder in welcher Phase nehmen Mandanten oder Klienten mit dir Kontakt auf? Bei mir interessanterweise selten, ich will mich jetzt selbstständig machen und bin genau in der Situation. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es da ohnehin Programme von den öffentlichen Stellen gibt, zum Teil, die das irgendwie abdecken oder so. Eher Unternehmer, bestehende Unternehmer, die sich weiterentwickeln wollen. Aber muss nicht sein. Ich arbeite auch mit ganz frischen Neuen. Die melden sich dann, weil sie irgendwas gelesen haben oder gehört haben oder vielleicht dieses Interview gesehen haben, schicken mir eine Mail, dann nimmt man Kontakt auf und dann, je nachdem, worum es geht, es kann ein sehr punktuelles Thema sein. Ich weiß nicht, ich muss mich repositionieren, das passt jetzt, oder ich suche eine saubere Positionierung, oder so wie ich es jetzt habe, einen Klienten aus Deutschland, die haben in dem Bereich würde ich durchaus sagen, mittelständisches Bauplanungsbüro, so mit, ich glaube, 15 Mitarbeitern, sowas in der Größenordnung, und haben bisher davon gelebt, dass sie empfohlen wurden und irgendwie halt aus der Tradition, gibt schon lange, und ja, es kam dann immer irgendwo ein Kunde daher und wollten sich jetzt einfach nicht mehr darauf verlassen, und da haben wir jetzt quasi über ein paar Monate hinweg den aktiven Zugang auf den Markt quasi uns gemeinsam erarbeitet. Da gibt es ja heutzutage unglaublich viele Möglichkeiten. Sprich, die Zufälligkeit aus der Kundengewinnung ein Stück herauszunehmen. Das sind so typische Situationen, und wir arbeiten dann auch wieder, je nachdem, worum es geht, aber in solchen Beziehungen meistens, dass wir uns gewisse Zeitblöcke nehmen und dazwischen umgesetzt wird.
machen dann halt so Halbtages-, Ganztages-Sessions, je nachdem, und dann wird umgesetzt und dann machen wir die nächste Session. Oder auch, also ein sehr spezielles Thema, was ich jetzt Ende August zum ersten Mal mache, eben aus der Überlegung heraus, ich muss die Leute mehr zu ihrem Glück zwingen und dass sie endlich das tun, was sie wollen. Und mache jetzt zum Thema eben zum Buchschreiben ein dreitägiges Retreat, das quasi, wenn das Buch das ganze Haus ist, das Expertenbuch, dann ist das jetzt das Fundament samt Bodenplatte und Keller. Und da wird nicht Information geliefert, sondern ich garantiere, dass Sie am Ende dieser 3 Tage eine ganze lange Liste von Punkten fertig erledigt haben werden, wozu Sie sonst wahrscheinlich Monate brauchen. Nicht, weil so viel Arbeit wäre, sondern weil so dieses, ja, das mache ich dann mal und so. Und da gibt es halt 3 Tage nichts anderes, als genau das zu tun. Und das geht. Klingt spannend. Mhm. Buchschreiben, da bewegen wir uns jetzt ja schon fast auch ein bisschen in den Themenbereich passives Einkommen. Du hattest das vor uns ja erwähnt. Welche Rolle spielt das jetzt für dich selbst in deiner Beratungstätigkeit oder die Häufigkeit der Anfragen, passives Einkommen? Für mich selber, also häufig in der Anfragen, wenig. Also ganz selten, dass auf mich jemand zukommt und sagt, ich will mir mehr passives Einkommen aufbauen. Es spielt schon eine Rolle auch, aber nicht so sehr, nicht so oft. Für mich selber eine relativ wichtige Rolle, immer mehr. Also je erfahrener, andere sagen vielleicht älter ich werde, umso wichtiger scheint mir dieser Punkt zu sein. Mhm. Also, was sind so deine Renner, also außer Buch zum Ja, Beispiel anzubieten zum Kaufen? Was würdest du jemandem empfehlen, der ein passives Einkommen aufbauen will? naja, ich habe da für mich mal so ein paar Kriterien erarbeitet. Erstens mal, wenn es wirklich das Wort passives Einkommen ist sehr abgegriffen und wird sehr schlampig verwendet. Weil was da alles an passivem Einkommen jeden Tag über Social Media und so herangetragen wird, vieles davon ist weder ein Einkommen noch passiv. Also es muss ein paar Kriterien erfüllen. Es muss einen Cashflow geben, einen positiven, sprich ich muss mehr rauskriegen, als ich reinstecke. Beispiel Immobilien. Bin im Immobilienbereich recht erfahren, habe einige Investitionen immer noch tätige. Und so eine Wohnung, jetzt kann man sagen, Wohnung ist passives Einkommen. Ja, möglicherweise. Also, aber auch nur möglicherweise. Ich hatte schon Wohnungen oder auch selber schon welche, die waren alles andere als passiv. Mieter ist nach einer Woche wieder ausgezogen, weil er draufgekommen ist, er kann es sich doch nicht leisten. Und dann hat man mal Katastrophenmieter drin, die nicht zahlen und so. Also da wird es zum extrem aktiven Einkommen. Und Einkommen, wenn ich eine Wohnung kaufe und zu 80% fremdfinanziere, dann geht es sich mit den aktuellen Mietrenditen normalerweise nicht aus, dass ein positiver Cashflow entsteht, weil die Preise sind gestiegen in den meisten Orten und dann sind die Zinsen einfach so. Was nicht heißt, dass es nicht ein gutes Investment sein kann, das schon, aber es ist nicht unbedingt ein passives Einkommen. Ja. Also erstens gibt es einen Cashflow. Zweitens eben, wie passiv ist es? Das muss ich schon abwägen. Und eine Wohnung kann sehr passiv sein. Ich habe eine jetzt in Wien, die ist super passiv. Da habe ich den Hausverwalter, der auch die Wohnung verwaltet. Ich brauche mich nicht mal um Mieterwechsel kümmern. Das macht alles der. Ich kriege einfach nur seit Jahren monatlichen Betrag überwiesen und erzählt. Also, aber es kann auch alles andere sein. Was wäre sehr passiv? Wenn wir Immobilien denken, ich habe Ackerland und verpachte das. Das ist, glaube ich, eins der passivsten Dinge überhaupt, weil was kann passieren? Okay, der Landwirt zahlt dann nicht mehr. Ja, dann hätte ich ein Thema, aber also wäre super passiv. Oder ich habe irgendwas, wo ich einfach Lizenzen verrechne aufgrund irgendeines Patents oder so. Das kann sehr passiv sein. Bücher zum Beispiel. Ich erwirtschafte ja was aufgebaut, einen Verlag gegründet von ein paar Jahren jetzt für meine eigenen Bücher. Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad passiv, aber auch nicht so extrem passiv, wie man glauben könnte. Man muss sich doch auch immer wieder die Werbung optimieren, was ich zu wenig mache aktuell und so, weil sonst frisst das wieder Geld auf. Aber ich könnte es, so wie es jetzt läuft, ich kann mich im Monat gar nicht drum kümmern und es erwirtschaftet Einkommen. So gesehen, ja, ist passiv und ist ein positiver Cashflow. Dritter Kriterium wäre die passive Lebensdauer, wie ich es bezeichne. Sprich,
wie lange ist es denn passiv? So eine Wohnung könnte zum Beispiel 3 Jahre passiv sein, dann wird es wieder sehr aktiv, weil Mieterwechsel oder so. Und dann ist es vielleicht wieder für eine Zeit lang passiv. Typischerweise bei passiven Einkommensquellen habe ich immer so eine Aufbauphase. Da ist es sehr aktiv und dann sinkt das hoffentlich ab, dann bleibt es passiv eine Zeit lang, wie auch immer, Monate, Jahre und dann wird es wieder aktiver. Dann eben dieser Aufbauaufwand, wie viel Aufwand muss ich denn tätigen, um das Einkommen aufzubauen. Wenn ich jetzt sage, ich habe 100.000 Euro und kaufe Ackerland und verpachte das, dann ist der Aufwand minimal. Ich brauche einfach nur ein Grundstück finden, das kaufen und einen Pächter finden. Überschaubar. Ein Buch zu schreiben, naja, ist schon mehr. Ja, man muss ein Buch schreiben. Also es kommt darauf an, ein ganzes Business aufzubauen, wie es ja auch gemacht wird mit Amazon FBA, also ich importiere aus China oder auch Dropshipping, ich importiere aus China irgendetwas, schick's zu Amazon und verkaufe es dort. Das ist für viele kein Einkommen, weil sie draufzahlen. Selbst genug Erfahrung gesammelt, auch mit draufzahlen. Zweitens ist es gerade am Anfang, der Aufbauaufwand ist enorm, ist schon hoch. Und es ist nicht sehr passiv. Man hat ständig irgendwas zu tun. Man hat ein internationales Handelsgeschäft aufgebaut. Man hat Rechnungen dann aus der halben Welt und mit Steuerberatung. Das ist alles recht komplex. Ich durchschaue es auch nicht. Gestern habe ich eine Rechnung gesehen, meine Rechnung aus Schweden. Und was mache ich mit der? Keine Ahnung. Also bei mir sind das Peanuts jetzt und so gesehen nicht so wichtig, aber ja, also Aufbauaufwand. Das Ertragspotenzial als 5. Punkt ist natürlich spannend, sprich, wie viel Einkommen kann ich denn tatsächlich damit verdienen? Sprich, was ist denn die Rendite, wenn ich was reingesteckt habe oder ein Buch, weil es muss ja auch dann genug abwerfen, dass es den Aufbauaufwand rechtfertigt und dass ich auch irgendwo dann davon leben kann oder teilweise. Und last but not least, ich empfehle immer, es sollte zum eigenen Geschäftsmodell passend sein. Was heißt das? Bleiben wir bei dem Bereich Steuerberater. Ich sehe einen Steuerberater und geht nach Thailand und möchte dort halt irgendwie und möchte jetzt nicht Mangobauer werden, sondern Steuerberater bleiben. Dann wäre es halt der einfachere Weg. Er überlegt sich irgendetwas im Dunstkreis Steuer- und Steuerberatung und sagt nicht jetzt, er schreibt ein Buch über Mangozucht. Nicht, dass das Buch über Mangozucht nicht gut funktionieren könnte, kenne mich mit Mangozucht gar nicht aus, aber das ist so weit weg, ich habe ein ganz anderes Zielpublikum, ich muss mich da reinlesen, reinarbeiten und so ist der Aufwand viel größer. Aber wenn ich als Steuerberater sage, ich gebe ein Buch raus über Unternehmen gründen in Thailand, also für Deutsche, dann sage ich, okay, da kenne ich mich aus, das passt zu meinem, und das sind genau dieselben Klienten, die ich schon habe, die vielleicht dann einen Fuß nach Thailand setzen wollen. Also sprich, die eigene Dienstleistung dann, oder das eigene, was man sowieso schon tut, das eigene Know-how quasi, idealerweise muss nicht digital sein, aber sehr oft in digitale Produkte und Leistungen zu verpacken. Das ist der leichteste Weg. Dann mache ich halt einen Kurs über, wenn ich jetzt Fotograf bin, ein Freund von mir arbeitet mit einem Fotografen zusammen, die haben inzwischen eine Vielzahl von Kursen zum Thema Fotografieren lernen gemacht, hochgradig erfolgreich, passives Einkommen für mehrere Menschen, machen das von Wien aus, aber das wäre vollkommen egal. Wir können das von irgendwo aus machen. Und wenn Fotograf einen Kurs über wie fotografiere ich Porträts macht, das ist naheliegend. Weil, ja, wenn Fotograf einen Kurs über Mangozucht macht, naja, könnte er auch, aber ist halt sehr viel mehr Aufwand. Ich habe 2 Zielgruppen, eigentlich 2 Businesses, macht es viel komplizierter. Also das wären aus meiner Sicht so die 6 wichtigen Kriterien, die man bedenken sollte, wenn es Einkommen, vor allem wenn es passiv sein soll. Ja. Jetzt haben wir ja die Situation, dass viele Unternehmer ja vom passiven Einkommen nur träumen können. Ja. Viele Unternehmer haben ja das Problem, dass sie so sehr in das Business, in das Tagesgeschäft involviert sind. Ja. Und im Grunde genommen, um auch wirklich hier einen höher qualitativen Lebensstandard zu haben, im Ausland oder im Inland, im Grunde mal einen Schritt zurück machen müssen und mal sagen könnten, naja, mit was verbringe ich eigentlich meine Zeit? Ja, viele Unternehmer verbringen ihre Zeit mit irgendwelchen 15-Euro-Jobs den ganzen Tag, irgendwelchen Belegen hinterherrennen, Einkauf machen, Leute nach Geld also irgendwelche, ich sage jetzt mal, fälligen Rechnungen zu chasen, ja. Und die beschäftigen sich nicht mit dem strategischen Unternehmensaufbau, ja, sondern die machen im Grunde irgendwelche Aufgaben, weil sie es nicht schaffen zu delegieren oder weil sie nicht das richtige Personal haben oder weil sie nicht wissen, wie sie diese ganzen Dinge so organisieren können,
und dann passiert mal irgendwas, Unfall, Herzattacke oder sowas, und dann ist das Unternehmen pleite, weil man nicht mal 2 Wochen krank sein kann, geschweige denn ins Urlaub gehen kann, geschweige denn mal ins Ausland umziehen kann. Würdest du das teilen, diese Erfahrung? Ja, definitiv. Also das ist das, was ich immer ankreide. Das ist wahrscheinlich zumindest einer der Top 3 größten Fehler, den Unternehmer und vor allem ganz bewusst Selbstständige machen. Ich empfehle immer eigentlich ab Beginn, ich mache mich selbstständig und sollte sofort einen Mitarbeiter haben. Jetzt sagen die Leute, um Gottes Willen, kann ich mir nicht leisten, verstehe ich, ja. Aber es geht nicht um eine Vollzeitkraft zu haben, aber anzufangen. 2 Stunden die Woche Kraft. Ein Freelancer irgendwo, der aber jede Woche 2 Stunden für mich arbeitet, das ist immerhin ein Arbeitstag im Monat, ein ganzer, an dem ich am Unternehmen arbeiten kann. Es wird zu viel im Unternehmen gearbeitet, gerade von Selbstständigen, und zu wenig am Unternehmen. Die Fotografen fotografieren, die Masseure massieren, die Grafiker zeichnen oder designen und kümmern sich wenig um ihr Unternehmen. Und sprich, sie sind im Hamsterrad drinnen, das manchmal auch sehr schnell und sehr gut läuft, aber eben nur solange sie drin strampeln. Und sobald sie mal krank sind, wie du sagst, dann bleibt das sofort stehen. Ein Grafiker, mit dem ich immer wieder arbeite, der guten Job macht, der ist ein paar Jahre Grafiker jetzt und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er hat selber noch keine Website. Der wird so zugeschüttet halt mit Aufträgen und das funktioniert und er lebt gut davon, aber ja, da ist nichts aufgebaut und das ist ein schwerer Fehler. Deswegen sage ich den Leuten immer, beginnt sofort damit, euch Unterstützung zu suchen und fangt klein an. Ich meine, das wisst ihr besser als ich, aber 3 Stunden oder 5 Stunden pro Woche Kraft kostet mich roundabout 250, 300 Euro im Monat, also überschaubar. Und 5 Stunden die Woche ist richtig viel Zeit, wo ich deutlich wertschöpfendere Tätigkeiten machen könnte, als irgendwas von A nach B schlichten, irgendwas abschreiben, Belege sortieren oder sonst irgendwie was. Also sprich, Regel lautet, ich sollte mir bewusst sein, was meine Zeit wert ist. Das kann ich mir ausrechnen oder mein Steuerberater rechnet mir das aus. Ich kann hergehen und sagen, ich will am Ziel bemessen zum Beispiel. Ich sage jetzt irgendwas, mein Kriterium ist so 100.000 Euro Umsatz machen im Jahr. So, dann breche ich das runter auf meine Arbeitsstunden und habe dann halt einen Wert pro Stunde. Oder ich könnte sagen, ich will 50.000 Gewinn machen, ist egal. Und breche das runter und weiß ich, das ist das, was ich gewinntechnisch gerechnet wert bin pro Stunde. Und dann kommt irgendwie raus, sage jetzt irgendwas, 50 Euro. So, dann müsste ich streng genommen, das ist die Regel, alles, was jemand anderer um weniger als 50 Euro für mich erledigen kann, auslagern. Dass das nicht so 1:1 und beinhart durchziehbar ist mir schon klar. Aber so als Richtwert ist es klar. Und so wie du sagst, wenn ich mich mit 10 oder 15 Euro die Stunde Job dicht mache, werde ich never ever 50.000 Gewinn oder 100.000 Umsatz machen. Genau. Ich habe mal, oder besser gesagt, früher mal mit so einem amerikanischen Coach auch so zusammengearbeitet. Und er hat immer gesagt, man muss sich im Grunde als Unternehmer auf die Tätigkeiten konzentrieren, die 10.000 Euro pro Stunde wert sind. Oder sogar 1.000 oder 100.000, was auch immer der Wert ist. Ja? Also zum Beispiel, wer gut schreiben kann und für die eigene Webseite schreibt, der kann ja sagen, okay, ich investiere jetzt hier 3 Tage mal nur in Schreiben für die Webseite. Und ich weiß dann, daraus generieren sich so viele Leads, daraus generieren sich dann so viele Kundenumsätze und so weiter und so fort. So ich also sagen, im Grunde die 30 Stunden Aufwand, die ich dort verbracht habe, konzentriert mit Schreiben und nicht mit irgendwas anderem, generieren dann 300.000 an Umsätzen in den nächsten 3 Jahren zum Beispiel. Ja? Und so habe ich dann im Grunde, habe ich dann im Grunde einen Wert, wie ich eigentlich die Zeit bemessen kann, richtig. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, okay, ich sortiere jetzt hier irgendwelche Belege, selbst wenn es jetzt umständlich und teuer wäre, einen Buchhalter zu besorgen. Ja? Also ich glaube, also meiner Erfahrung nach ist das bei vielen Unternehmern die richtige Priorisierung, ja? ein Riesenproblem. Ja, absolut, absolut. Und da kann ich natürlich immer noch mehr und noch tiefer gehen, weil nehmen wir her den Texte für die Website verfassen. Ja? Wenn ich jetzt könnte das natürlich jemand anderer auch tun. Wenn mein kalkulierter Stundenwert bei 100 Euro wäre, und ich würde jemanden finden, der das
vielleicht nicht ganz so gut wie ich, aber definitiv gut genug machen kann, den ich um 50 € einkaufen kann, dann wäre die höherwertige, im Sinne meines Unternehmens, die höher wertschöpfende Tätigkeit, jemanden zu suchen und jemanden anzustellen oder halt als Freelancer an Bord zu holen und dem zu sagen, was er zu tun hat und den schreiben zu lassen. Weil dann habe ich schon wieder Zeit gespart und kann mit meiner Zeit hoffentlich Wertschöpfenderes tun. Und ich sage den Leuten auch immer, und wenn jemand keine Idee hat, was er mit seiner Zeit denn Wertschöpfendes anfangen kann, dafür gibt es dann Menschen wie mich oder halt andere Berater, Coaches, die da immer Ideen haben, was du da Vernünftigeres tun kannst. Genau, das ist so, ja. Und dann wird es interessant, ja. Ja. Jetzt, Da ist natürlich auch, kommen auch so Dinge dann immer dazu, wie so Pareto-Prinzip 80-20 oder so, ja. Da man sagt, okay, wie gesagt, also dass im Grunde die wenige Zeit gut, also sinnvoll zugebracht, im Grunde dann sehr große Türen schwingen kann. Ja, Ja, absolut. Und ich behaupte, wir machen alle, also mit alle meine ich wirklich alle, die ich so kenne, alle zu viel selber. Es geht immer noch besser und mehr. Und das hat unterschiedliche Gründe. Ja? Aber wir machen alle zu viel selbst. Das erinnert mich an da war ich als Consultant beschäftigt bei einem der größten Baukonzerne, den Namen nenne ich jetzt mal nicht, in Deutschland. Und da wurde ich zum obersten Vorstand bestellt, in ein riesiges Zimmer, also keine Ahnung, so 300 Quadratmeter, so in meiner Erinnerung zumindest. Und als ich das Zimmer betreten habe, kam mir irgendwas merkwürdig vor. Irgendwas stimmt hier nicht in dem Zimmer, abgesehen von der Größe. Und da fiel mir auf, dass auf dem Tisch dieses Vorstandsvorsitzenden eigentlich kein Computer stand. Ne? Also überall, in jedem Büro stand ein Computer, aber bei ihm gab es keinen Computer. Da habe ich auch gefragt, wieso haben Sie denn keinen Computer? Das brauche ich nicht. Ja. Also, und da wurde mir so bewusst, also der wahre Luxus, ne? Also da, wo man sagt, da habe ich es als Unternehmer geschafft, wenn ich kein Handy mehr habe und keinen Computer mehr habe. Das muss eigentlich das Ziel sein. Aber da haben wir vielleicht doch noch einiges vor uns. Letztendlich kommen wir wieder ein bisschen zurück auf unsere Zielgruppe. Wobei das ein schöner Traum ist, ne? Natürlich, auch ein Schreibtisch ohne Computer, weil man den braucht. Das ist, wie du sagst, das ist dann wirklich der Schritt vom Geschäftsführer des eigenen Unternehmens zum echten Unternehmer. Der echte Unternehmer braucht keinen Computer für das Unternehmen. Der mag vielleicht einen zu Hause haben, aber und er braucht auch kein Handy für das Unternehmen, weil der echte Unternehmer kann sagen, ich bin jetzt mal weg und kommt in ein paar Monaten oder einem Jahr wieder und der Laden läuft besser als vorher, weil er vorher die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Du sagst vorher die richtigen Entscheidungen. Also nochmal, um das auf den Punkt zu bringen. Also wie muss ich es angehen? Also ja, du hast vorhin schon einen ganz wichtigen Punkt genannt. Man muss eigentlich von vornherein Personal dafür finden. Ne? Also Dinge nicht selbst machen. Ja. Leute. Genau, das ist mehrschichtig. Das eine ist, also meine 8 Stufen, die wir zuerst erwähnt haben, da geht es eher darum, wie baue ich mir meine Selbstständigkeit, mein Business auf. So, das ist das eine. Aber das ist eigentlich nur ein Teil vom Ganzen. Wenn ich dann weitergehen will und sage, aber ich will das Unternehmen wachsen lassen, größer, dann beginnt es erst richtig spannend zu werden. Dann muss ich beginnen, noch sehr viel mehr zu delegieren, nämlich auch Führungsfunktionen zu delegieren. Und die Idee ist immer, ich quasi zeichne mir mein Unternehmen auf, wie es mal sein sollte. Sage, ja, das soll man haben, keine Ahnung, 100 Leute und die Abteilung und die und die. Und mache so ein Organigramm. Da stehe am Anfang vielleicht überall ich drin. In jedem dieser 20 Kästchen stehe ich selber drinnen und beginne dann quasi im Laufe der Zeit die Namen zu ersetzen. Da hole ich mir jetzt jemanden, der für die Buchhaltung verantwortlich ist und sogar, wobei Buchhaltung ist vielleicht nicht der größte Bereich, aber sagen wir mal für die Umsetzung, jetzt wäre ich Fotograf und hätte ein Fotostudio, da hole ich mir 3 Fotografen an Bord, die das dann statt mir machen und ich selber fotografiere immer weniger und irgendwann gar nicht mehr. Und dann gibt es noch einen von der 3 wird dann Führungskraft und ist quasi für die Umsetzung verantwortlich und so weiter und so fort, bis ich mich dann ganz am Ende auch in der obersten Geschäftsführung quasi rausstreiche aus dem Kästchen und dann nur mehr Unternehmer bin. Das ist das große Spiel und das erste mit den 8 Stufen ist quasi das kleine. Und das fängt ja schon sehr weit vorne und auch sehr früh an. Das fängt ja schon zum Beispiel schon stark damit an, was für Produkte und Dienstleistungen ich anbiete. Denn es ist ja so,
gerade in den beratenden Berufen zum Beispiel, dass sich manche Sachen ja nicht delegieren lassen oder nur sehr schwer delegieren lassen, was das Know-how so schwer zu bekommen ist. Und da muss man oftmals sagen, und ich habe auch erfolgreiche Mandanten, die sich bewusst entscheiden, nur sehr vereinfachte Produkte und Dienstleistungen anzubieten, weil im Grunde das ermöglicht Multiplikation und Delegation. Ja? Das heißt, selbst wenn ich jetzt der Superstar bin in irgendeiner Branche, mache ich vielleicht sagen, okay, also macht es für mich gar keinen Sinn, das zu machen, weil dann hängt es viel zu sehr an mir dran. Ja? Also es macht gar keinen, dass ich jetzt hier der super Berater bin in irgendwas, ist vielleicht sogar ein Hinderungsgrund für mich, mehr Einkommen zu erzielen, weil im Grunde muss ich das so vereinfachen, dass es andere machen können und ich muss einen Schritt zurücktreten. Oder eben ausreichend qualifizierte Leute an Bord holen, die das genauso gut machen können wie ich. Der Hinderungsgrund sind, das merke ich bei mir selber auch, Hinderungsgrund sind natürlich oft wir selber. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel der Bereich Training, so Wirtschaftsbereich, Führungskräfte, Verkaufstraining, solche Dinge. Ja? Ich habe da früher vor Jahren, das war zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ein Franchise-System mit aufgebaut, bin da eingestiegen, mit aufgebaut. Wir haben Trainer an Bord geholt. Ich habe die Trainer erfolgreich gemacht. Ich habe Franchise-Partner an Bord geholt, die erfolgreich gemacht. Und Training ist an sich eine sehr personenbezogene Sache, ja, so wie Beratung auch in vielen Bereichen. Und wir haben halt damals quasi, die Partner haben die Trainingsdienstleistung verkauft und die Trainer haben es durchgeführt. Und das zu setzen, die deutlich über dem Markt waren, deutlich über Marktschnitt. Und wir haben quasi, unter Anführungszeichen, No-Name-Trainer zur Umsetzung der Projekte verkauft, zu Sätzen, die eher im unter Anführungszeichen Guru-Bereich waren. Das hat funktioniert. Warum? Weil wir dachten, das funktioniert. Ganz witzig. Und jetzt, also habe ich alles durch, will ich so jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich selber im Mittelpunkt und ich vermarkte mich selber quasi und will auch jetzt nicht mehr delegieren an Trainer und so, ist ein anderes Geschäftsmodell. Aber ich merke schon auch bei mir, es wäre jetzt schwerer vorstellbar, auch das, was ich jetzt selber mache, auszulagern an einen Trainer zu geben. Aber es ist nicht, weil es ja nicht könnte, es ist nur in meinem Kopf. Also ist interessant, bei Beratern ja auch, es gibt ja große Beratungsfirmen, wie auch immer die Roland Berger und Partner etc., wie auch immer die heißen, die ganz großen so in unseren Gefilden, das sind nicht die Supergurus, die Beratung machen, sondern die Arbeit machen dann die frisch gefangten Uni-Absolventen. Ja, genau, stimmt. Ich war bei PwC, ja, genau, da haben wir es genau gelernt. Ja. Also, es gibt diese beiden Zugänge. Natürlich muss ich mich, wenn ich auslagern will, muss ich mich als Unternehmen mehr positionieren, als Firma. Und wenn ich nicht auslagern will, sondern mich selber einfach größer machen, dann kann ich schon höhere Honorare verlangen und vermarkte einfach mich selber. Wachstum ist bis zu einem gewissen Grad und dann wird es schwierig, dann stelle ich halt meine Person in den Vordergrund. Das ist auch eine Grundsatzentscheidung, die man treffen sollte oder muss irgendwann. Ja. Genau. Kommen wir nochmal zum anderen Punkt, Roman. Online-Business. Also viele haben ja so die Idee, ich will jetzt ein Online-Business aufbauen, aber auch da gibt es ja unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema. Also wie denkst du da als Berater und Experte zu diesem Thema? Ja, ein Begriff vielleicht, um das noch zu klären aus meiner Sicht, der oft auch gerne durcheinandergewürfelt wird, so dieses Online-Business. Es wird ja oft, bau dir dein Online-Business auf. Und da gibt es aus meiner Sicht eben dieses tatsächliche Online-Business, das in Richtung Passivität geht. Ich schreibe ein Buch, mache einen Online-Kurs, den ich dann digital vermache, dass er wirklich das Potenzial hat, dass das auch ohne mich läuft. Und das würde ich, und viele verstehen aber dann unter Online-Business, denken das, aber viele machen das, sagen, ich habe Online-Business, aber eigentlich machen sie nichts anderes offline. Das heißt, wenn ich jetzt berate über Zoom oder trainiere, coache, was auch immer, dann ist das halt nur, dann ist das aus meiner Sicht nicht wirklich es ist ein Online-Business. Ich kann es aus der Ferne tun, ich kann es ortsunabhängig machen, stimmt, aber es ist oft nicht das, was unter wirklichen Online-Business verstanden wird und diese Begriffe werden oft vermischt und das gilt es, glaube ich, für viele, die darüber nachdenken, klarer zu sehen. Will ich selber quasi vom Bildschirm sitzen und Beratung machen, da spricht gar nichts dagegen grundsätzlich. Ja, das kann man ja tun, oder kann ich auch in Spanien sitzen und das in Deutschland machen, ist gut. Oder soll es halt wirklich noch digitaler werden und passiver, dann muss man einen Schritt weiter gehen. So eine Begriffsunschärfe, die ich auch immer wieder sehe. Ja. Vielen herzlichen Dank auf alle Fälle. Wir haben viel dazugelernt. Vielleicht zum Schluss nochmal, wenn jetzt jemand mit dir persönlich Kontakt aufnehmen will, Roman,
Wie sollte er das machen am besten? Am besten meinen Namen googeln, Roman Kmenta, Kmenta, dann kommt man auf meine Website relativ schnell, bin leicht findbar und am besten mir eine Mail schicken über die Website. Das ist der einfachste Zugang. Ansonsten bin gut findbar auf allen möglichen Medien. Ja. Klasse. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Wunderbar, sehr gut. Danke dir, Roman. Tschüss. Danke, tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.